Der Rottweiler zählt zu den großen und besonders stämmigen Hunden. Prominente Besitzer eines Rottweilers sind und waren die Schauspieler Johnny Depp, Will Smith oder auch der Musiker Dieter Bohlen, dessen Rottweiler aber nach einer Bissattacke auf sein Herrchen eingeschläfert wurde. Geschichte und Herkunft des Rottweilers. Die alte Reichsstadt Rottweil in Schwaben ist Herkunftsort und Namensgeberin dieser Hunderasse. Es wird vermutet, dass er vom massiven Hundetypus der Molosser abstammt, den die Römer mit über die Alpen brachten. Aus den Kreuzungen mit einheimischen Hunden gingen die Vorfahren des heutigen Rottweilers hervor. Die Ähnlichkeit mit den Schweizer Sennenhunden lässt vermuten, dass auch letztere beim Entstehen der Rasse des Rottweilers mit eingekreuzt wurden. Im 19. Jahrhundert wurde der Rottweiler als Treib-, Hüte- und Wachhund für große Viehherden eingesetzt. Da der Viehhandel zu dieser Zeit hauptsächlich von lokalen Metzgern betrieben wurde, nannte man ihn auch Metzgerhund. Eine Anekdote besagt, dass er die Geldbörse seines Herrn während dessen Viehhandelgeschäften um den Hals trug, um Diebe abzuschrecken. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann man, den Rottweiler für Polizei und Militär auszubilden. Erscheinungsbild des Rottweilers. Die Widerristhöhe der Rüden beträgt zwischen 61 und 68 cm, während Hündinnen eine Schulterhöhe von 56 bis 63 cm aufweisen. Je nach Geschlecht ist das Gewicht mit 42 bis 50 Kilogramm festgelegt. Die Lebenserwartung des Rottweilers liegt zwischen 10 und 15 Jahren. Der schwere und stämmige Hund mit seiner urwüchsigen Erscheinung verfügt über enorme Kraft, Ausdauer und Wendigkeit. Das kurze, schwarze Fell mit Unterwolle weist an Schnauze, Lefzen, Augenbrauen, Brust und Läufen rotbraune Abzeichen auf. Er besitzt einen breiten Molosser-typischen Schädel mit einem äußerst kräftigen Gebiss. Wesen und Charakter des Rottweilers. Dieser Hund ist von sehr selbstsicherem, aufmerksamem Wesen und besitzt prinzipiell eine friedliche Grundstimmung. Bei falscher Sozialisierung und Haltung kann vom Rottweiler jedoch eine erhebliche Gefährdung ausgehen. Mit seinem Erbe als Treib-, Wach- und Schutzhund reagiert er mit einem starken Beschützerinstinkt gegenüber seinem Besitzer und bewacht Haus, Grund und Eigentum entschlossen und mit höchster Verteidigungsbereitschaft. In einigen Bundesländern zählt er zu den Listenhunden. Bei der Haltung dieser Hunde müssen einige Regeln, wie zum Beispiel Leinen- oder Maulkorbzwang oder die sichere Einzäunung des Grundstücks, eingehalten werden. Nur ein sogenannter Wesenstest kann die Besitzer in Ausnahmefällen von diesen Auflagen befreien. Ein im Jahr 2002 veröffentlichtes Schweizer Gutachten zu medizinisch versorgten Hundebissverletzungen belegt, dass Rottweiler verglichen mit ihrer Häufigkeit in der Hundepopulation überdurchschnittlich oft zubeißen. Die Erziehung des Rottweilers erfordert daher viel Erfahrung, Geduld und Disziplin und sollte unbedingt bereits im Welpenalter beginnen. Die Eigenschaft kinderlieb kann man dem Rottweiler leider keinesfalls guten Gewissens zuschreiben. Dies gilt möglicherweise noch für die eigenen Kinder. Aber wenn diese Besuch von Gleichaltrigen bekommen, kann der Rottweiler sein Rudel bissig gegen die Eindringlinge verteidigen wollen. Einige Halter, die ihre Rottweiler frei auf dem Grundstück laufen lassen, raten daher Besuchern, sich vorher anzumelden. Für seine Familie kann der Rottweiler, gut sozialisiert und ausreichend beschäftigt, jedoch ein zuverlässiger und freundlicher Hund sein. Seine Umgebung nimmt er sehr aufmerksam wahr. Er besitzt die Fähigkeit des Lauerns und kann auf Kommando angreifen. Daher findet der Rottweiler bei Polizei, Wachdiensten und dem Zoll Verwendung. Aber auch als Katastrophen- und Lawinenhund hat er seine Eignung bewiesen. Auslauf und Pflege des Rottweilers. Dieser Vierbeiner ist absolut nicht für die Wohnungshaltung geschaffen. Am besten geeignet ist ein großes, eingezäuntes Anwesen mit einer Hundehütte. Damit Spaziergänge mit dem Rottweiler nicht zu einem unkalkulierbaren Risiko werden, sollten Rüden grundsätzlich immer an der Leine geführt werden. Die Fellpflege erfordert wenig Aufwand. Der Futterbedarf des Hundes jedoch ist hoch.
Er kann durchaus 1 Kilogramm fettarmes Fleisch pro Tag vertilgen. Dabei dürfen aber Nahrungsergänzungsmittel wie Mineralien und Vitamine nicht fehlen.